In Mexiko werden unbequeme JournalistInnen einfach ermordet. Ich habe Angst um mein Leben. Und häufig kommen die Auftraggeber ungestraft davon. Wenn du in Mexiko einen Journalisten umbringst, wirst du kaum ins Gefängnis kommen. Mexiko ist für JournalistInnen eines der gefährlichsten Länder der Welt. Bist du dir sicher mit dem, was du tust? Willst du wirklich damit weitermachen? Wie kann man in einem Land frei berichten, in dem der Beruf ein Todesurteil sein kann? Wir sind jetzt gerade unterwegs zum Haus von Lourdes Maldonado. Das ist eine Journalistin, die vor ihrer eigenen Haustür erschossen wurde, vermutlich wegen ihres Berufs. Wegen ihr haben wir entschieden, hierher zu kommen. Sie war die dritte in wenigen Wochen, die hier in Mexiko getötet wurde. Mittlerweile sind es leider noch mehr geworden. Wir schauen uns erstmal um. Eine ruhige Wohngegend, Reihenhäuser, ein hoher Zaun. In diesem Viertel lebte die Reporterin Lourdes Maldonado. Also eigentlich sieht die Straße total sicher aus, von vorne bis hinten abgesperrt und trotzdem sind hier Leute offenbar reingekommen. Das ist der Journalist Vicente Calderón aus Tijuana. Wir haben vor unserer Reise Kontakt zu ihm aufgenommen. Jetzt begleitet er uns, weil er weiß, wo wir uns sicher bewegen können, weil er Lourdes persönlich kannte und weil er selbst über den Mord an ihr berichtet hat, wie er uns erzählt. Ich war als erster Reporter am Tatort. Aber jetzt wieder hier zu sein, nimmt mich mit. Ich denke an Lourdes, ich denke aber auch über mich selbst nach. Ich denke an meine Familie, an meine Tochter. Es macht ihr Angst, dass ich als Journalist arbeite. Und natürlich macht es mir Sorgen, dass sie leiden muss, nur weil unsere Arbeit nicht sicher ist. Das ist einfach schrecklich. Am 23. Januar wurde Lourdes hier vor ihrem Haus getötet. Die Spuren der Tat sind noch da. Lourdes kam an jenem Sonntag gerade nach Hause und hat hier geparkt, als sich ein Mann von dieser Seite genähert hat und sie hier von der Seite erschossen hat. Daher das Glas auf dem Boden. Man kann auch die Splitter der Scheibe sehen, durch die er sie erschossen hat. Das sind die Splitter? Das sind die Splitter, die übrig geblieben sind. Wer hatte ein Interesse daran, Lourdes zu töten? Das sind die Aufnahmen dieser Überwachungskamera? Ja, genau. Das sind die Aufnahmen verschiedener Kameras, die den Behörden vorliegen. Darauf zu sehen 3 Männer. Einer soll im Taxi gewartet, einer Schmiere gestanden, einer soll abgedrückt haben, erzählt uns Vicente. Handelten sie allein? Oder stand dahinter jemand, der Lourdes zum Schweigen bringen wollte? Diese Fragen werden hier seit dem Mord diskutiert. Ja, es ist schon ganz schön heftig, jetzt hier zu sein am Haus von Lourdes, wo sie vor ihrer Haustür erschossen wurde, vermutlich weil sie Journalistin ist, weil sie über Dinge berichtet, die anderen vielleicht nicht passen, so wie wir das ja auch manchmal machen. Aber für uns ist das natürlich gar kein Risiko. Und hier muss man im schlimmsten Fall damit rechnen, dass man mit dem Leben bezahlt. Lourdes ist schon die zweite Journalistin, die in diesem Jahr hier ermordet wurde. In Tijuana, der Wüstenstadt an der Grenze zu den USA. Sie gilt als eine der gefährlichsten Städte der Welt. In einem Land, das ohnehin gefährlich ist für JournalistInnen. In Mexiko sterben mehr von ihnen als im Irak oder in Syrien. Seit Jahren tobt hier ein brutaler Drogenkrieg, dem Hunderttausende zum Opfer gefallen sind. Er war einst ein Hoffnungsträger, der den Krieg gegen die Drogen beenden wollte. Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO. Wir werden 3 simple Prinzipien anwenden. Nicht lügen, nicht stehlen, kein Verrat am Volk. Das ist nun schon fast 4 Jahre her. Die Mordrate hat sich seitdem kaum verändert.
Der staatliche Kontrollverlust kaum zu übersehen. Drogenhandel, Erpressung und Entführung sind in Mexiko trauriger Alltag. Wer darüber berichtet, begibt sich in Gefahr. Lourdes ist eine von mittlerweile 8 getöteten JournalistInnen in Mexiko allein in diesem Jahr. Damit sind es jetzt schon mehr als in 2021. Lourdes war Lokalreporterin. Mit ihrer kritischen Haltung machte sie sich viele Feinde. Wir wollen mehr über sie und ihre Arbeit erfahren. Ihr Bruder hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Ihr müsst durch die Sicherheitskontrolle. Ja, Sie schreiben gerade unser Nummernschild auf. Herzlich willkommen. Hola. Muchas gracias. Seit dem Tod seiner Schwester steht Hugo unter Polizeischutz. Das war das Einzige, was ich so schnell aus ihrem Haus holen konnte, weil die Polizei dabei war. Was bleibt, sind Erinnerungen an Lourdes. An eine Zeit, als die Familie noch ganz war. Und ihre Zeitungsartikel. Lourdes hat geschrieben, fürs Fernsehen und fürs Radio berichtet. Er zeigt uns das letzte Interview, das Lourdes vor ihrem Tod gegeben hat. Sie hatte keine Scheu, politisch Verantwortliche offen zu kritisieren, wie den ehemaligen Gouverneur von Baja California. Ich hatte jahrelang eine Klage gegen Bonilla in Mexiko laufen. Und jetzt werde ich Jaime Bonilla auch in den USA verklagen. Und ich glaube, alle Bürger Baja Californias sagen, Gott sei Dank. Lourdes hat gesagt, was sie denkt, erzählt Hugo, obwohl sie bedroht wurde. So temperamentvoll war meine Schwester bis zum Schluss. Dieser Beitrag kam erst raus, nachdem sie tot war. Darum diese schwarze Schleife hier am Bildrand. Die Frage, warum seine Schwester sterben musste, lässt Hugo nicht los. Ich glaube, dass ihre Leidenschaft für den Journalismus sie so weit gebracht hat. Aber sie hat ihr auch den Tod gebracht. Denn sie war zu leidenschaftlich. Sie hat alles gegeben. Etwas, was viele Journalisten hier in Mexiko nicht mehr machen, weil sie Angst haben. Sie habe sich schließlich so bedroht gefühlt, dass sie vor 3 Jahren den Präsidenten persönlich vor laufenden Kameras um Schutz gebeten habe. Auch deswegen ging die Nachricht von ihrem Tod um die Welt. Ich bin hierher gekommen, weil ich Sie um Unterstützung, um Hilfe, um faire Arbeitsbedingungen bitten will. Denn ich habe Angst um mein Leben. Ich werde das an den Koordinator für soziale Kommunikation weitergeben, damit er dir hilft. Als Grund für ihre Angst gab Lourdes einen Rechtsstreit an. Mit dem Besitzer dieses Fernsehsenders in Tijuana. Hier hat sie vor einigen Jahren gearbeitet. Und wir können mit ihm sprechen. Jaime Bonilla, der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Baja California. Ein Parteifreund des Präsidenten AMLO und mit den Mächtigen des Landes bestens vernetzt. Wegen einer Kündigung hatte Lourdes von Bonilla eine Entschädigung gefordert. Der Prozess zog sich über Jahre. Lourdes gewann, wenige Tage vor ihrem Tod. Zufall? In Mexiko jedenfalls spekulieren Medien über diese Frage. Bonilla weist das zurück. Dieser Tod ist wie jeder andere Mord auch. Er ist schmerzlich, weil es schlecht ist für unsere Gemeinschaft und unser Ansehen in der Welt. Das ist ein sehr sensibles Thema. Natürlich berührt uns jede getötete Person, Journalist oder nicht. Aber das hier bedeutet viel Medienrummel, weil es als Angriff auf den ganzen Berufsstand gewertet wird. Aber wir haben jeden Tag 10 bis 15 Morde. Viele haben mit Drogenhandel zu tun. Dieser Mord berührt uns also wie jeder andere auch. Sein Freund, der Präsident, hat Bonilla bereits öffentlich von jedem Vorwurf freigesprochen.
Dabei laufen die Ermittlungen noch. Der Staat konnte Lourdes nicht schützen. Aber kann er die Täter ermitteln? Wir sind mit dem zuständigen Staatsanwalt verabredet. Er ist noch neu in seinem Amt. Monatelang habe es gar keinen Staatsanwalt gegeben, erzählt er uns. Nun wolle er Fälle wie den von Lourdes sehr ernst nehmen. Es ist bei solchen Fällen normal, dass die Mörder für Geld arbeiten. Und dieser Fall ist da keine Ausnahme. Wir können nicht ausschließen, dass sie wegen ihres Berufs ermordet wurde. Aber im Moment gibt es auch keinen klaren Beweis, dass es so war. Die 3 Männer, die wir schon von der Überwachungskamera kennen, habe man festgenommen. $5.000 hätten sie für den Mord an Lourdes erhalten. Doch zu den Auftraggebern könne er uns nichts sagen. Man sei noch mitten in den Ermittlungen. Immer wieder werden JournalistInnen in Mexiko bedroht und getötet. Doch was bedeutet das für den Arbeitsalltag von JournalistInnen, die sich kritisch mit den Zuständen im Land beschäftigen? Wir haben die Chance, eine der bekanntesten investigativen JournalistInnen Mexikos zu treffen. Hunderttausende schauen zu, wenn Carmen Aristegui auf Sendung geht. Live im Internet und im Fernsehen. Viel Zeit hat sie heute nicht. Hallo, entschuldige die Verspätung. Hi, ich bin Anna. Wie geht's dir? Auch sie hat Morddrohungen bekommen. Trotzdem stellt sie sich immer wieder mutig gegen korrupte PolitikerInnen. Offenbar nicht ohne Folgen. Wenn ich mich daran erinnere, wie 5 Leute in unsere Redaktionsräume eingebrochen sind, ist das sehr schwer. Es war schlimm, die Bilder zu sehen. Es war schlimm zu sehen, wie sie trotz der Überwachungskameras hier eingedrungen sind und dass es ihnen egal war, dass sie gefilmt werden. In meinen Augen war das ein Akt der Einschüchterung. Der Vorfall hat in ihrer Redaktion für Entsetzen gesorgt. Einige ihrer Kolleginnen kündigten aus Angst. Carmen hat entschieden, weiterzumachen. Zu verschiedenen Zeitpunkten meiner Karriere haben Freunde, Menschen, die mir nahestehen und meine eigene Familie gesagt: Bist du dir sicher, was du tust? Willst du wirklich damit weitermachen? Doch am Ende war klar, ja. Ich brenne für diese Arbeit, sie erfüllt mich. Es ist das, was ich tun möchte. Der Einbruch liegt schon einige Zeit zurück. Erst vor kurzem wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Und jetzt bekommt Carmen sogar Gegenwind vom Präsidenten persönlich, erzählt sie uns, für ihre Recherchen zu einem Korruptionsskandal um AMLO. Ich möchte Carmen Aristegui auch sagen, dass es nicht stimmt, dass sie weder für noch gegen mich ist. Das stimmt nicht, sie ist gegen mich. Und wenn sie nur gegen mich ist, wäre das für mich auch kein Problem. Aber ich stehe hier für Millionen von Mexikanern. Er sagt, Carmen Aristegui ist gegen mich. Und ich dachte, ach du meine Güte. Und er sagt weiter, das wäre kein Problem, wenn er nicht für eine Bewegung von Millionen von Menschen stehen würde. Der mexikanische Präsident sagt also, dass Carmen Aristegui gegen Millionen von Mexikanern ist. Oder sagt er Millionen von Mexikanern, dass sie gegen Carmen Aristegui sein sollen? Es ist ungeheuerlich, dass der Präsident von Mexiko Sätze wie diese sagt, Situationen wie diese in wenigen Worten aufbaut und sagt, sie ist gegen euch. Carmen verspricht uns ein weiteres Treffen und lässt uns mit der Frage zurück,
Befeuert der Präsident selbst ein feindliches Klima gegen Medienschaffende? Hallo, wir sind's, Anna und Lisa vom Deutschen Fernsehen. Der Regionaldirektor der Menschenrechtsorganisation Artículo 19 will uns zeigen, dass das inzwischen System hat. Die Gruppe setzt sich für die Rechte von JournalistInnen ein und wird inzwischen auch selbst attackiert mit Fake News. Das ist ein Journalistenverband, Er weiß nicht mehr genau, was wir sind. der von der Regierung der USA finanziert wird. Der Präsident legt eine sonderbare Aggression gegen Medien an den Tag. Warum? Weil eine Recherche veröffentlicht wurde, in der es um Luxusimmobilien ging, die sein Sohn in Houston vermietet. Und das hat ihn sehr verärgert. Das hat seinen Zorn gegen die Presse entfesselt. Wir leben also in der schlimmsten aller Welten. Einerseits explodiert die Gewalt und auf der anderen Seite wird der Staat immer aggressiver. Er sieht sich aber gleichzeitig als Opfer der Presse, wenn man ihn kritisiert. Und das macht journalistische Arbeit fast unmöglich, weil man nie weiß, woher der nächste Angriff kommt. Die vielen Toten in diesem Jahr entsetzen selbst ihn. So schlimm wie jetzt sei es noch nie gewesen, erzählt er uns. Der Grund für die wachsende Gewalt sei vor allem die Straffreiheit. 98% der Morde an JournalistInnen bleiben ungestraft. Angriffe auf sie seien nur möglich, weil die Politik es nicht verhindere. Die tödliche Gewalt wird zwar von kriminellen Gruppen ausgeübt. Sie drücken den Abzug. Aber es gibt niemals gründliche Ermittlungen oder sorgfältige Untersuchungen. Wir haben also nur die Informationen aus dem Umfeld der Journalisten selbst. Und es besteht der Verdacht, dass es sich bei den Drahtziehern um Politiker handelt, die mit den Anführern krimineller Gruppen unter einer Decke stecken. Für kritische JournalistInnen sind Verstrickungen etlicher PolitikerInnen in kriminelle Machenschaften ein großes Thema. Nur beweisen lässt sich das selten. Maldonado hat uns zu einem Treffen von Artículo 19 mit JournalistInnen aus Tijuana eingeladen. Für die Medienschaffenden hier ist die Situation inakzeptabel. Sie organisieren sich, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die Organisation Artículo 19 nimmt in ihrem Namen Bezug auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber was passiert mit dieser Freiheit, wenn JournalistInnen bedroht und mit Gewalt daran gehindert werden, dieses Recht auszuüben? Darüber wollen sie hier sprechen. Das sind sehr schwierige Momente für uns. Und jetzt besonders müssen wir zusammenhalten. Wir brauchen Regeln, wie wir uns selbst schützen können. Wegen der Straffreiheit in Mexiko. Vor allem, wenn es um ermordete Journalisten geht, werden die Fälle nicht aufgeklärt. Und das ist eine Einladung. Denn das bedeutet, wenn du in Mexiko einen Journalisten umbringst, wirst du kaum im Gefängnis landen. Und das macht uns noch angreifbarer. Eine zentrale Frage der Runde: Wie können sie sich schützen? Wir erfahren, zwar gibt es ein staatliches Schutzprogramm, aber das ist höchst umstritten. Vicente bringt uns anschließend zum Haus von Margarito, einem Fotojournalisten, der sich gerade für dieses Programm beworben hatte. Nun ist er tot. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft wir hier in der Gegend waren, um über Morde zu berichten. Vicente kennt den Weg zum Haus von Margarito genau. Auch über den Tod dieses Kollegen hat er berichtet. Schau, hier war seine Leiche, hier war sein Auto. Er wollte gerade zur Arbeit, als jemand von dieser Seite kam und ihn von hinten erschossen hat. Die Staatsanwaltschaft geht auch hier von einem Auftragsmord aus, wegen Margaritos Recherchen. Doch mehr als 2 Monate danach ist der eigentliche Auftraggeber noch unbekannt und auf freiem Fuß. Die Familie ist nicht zu Hause.
Noch während wir drehen, kommt auf einmal eine Polizeipatrouille angefahren. Wir sind hier, weil die Bewohner dieses Hauses in einem Schutzprogramm sind. Wir passen auf sie auf. Das soll ihnen Sicherheit geben. Wir fahren also zu den Häusern der Journalisten und halten uns hier ein wenig auf. Das machen wir einmal am Tag, jeden Tag. Sie erzählen uns, dass sie noch weitere Familien auf ihrer Liste hätten. Nach kurzer Zeit brechen die Polizisten wieder auf. Seit Margaritos Tod ist seine Familie in dem offiziellen Schutzprogramm. Aber interessanterweise wussten die Polizisten gar nicht, dass die Familie gar nicht zu Hause ist. Und es wirft natürlich schon die Frage auf, wie sinnvoll dieser Schutzmechanismus überhaupt sein kann. Und wenn die einmal am Tag vorbeikommen, dann bin ich ja trotzdem den Rest der Zeit komplett auf mich selbst gestellt. Das staatliche Programm zum Schutz von JournalistInnen gibt es seit 10 Jahren. Dazu gehören auch schusssichere Westen, Bodyguards oder Notrufsysteme. 500 JournalistInnen sind derzeit in einem solchen Programm. Doch die Kritik reißt nicht ab, weil es viele Morde trotzdem nicht verhindern konnte. Wir haben Kontakt zu einer, die in dieses Schutzprogramm aufgenommen wurde, und reisen zu ihr, zurück nach Mexiko-Stadt. Wir treffen jetzt Yaneli. Sie wurde bedroht und ist deshalb jetzt im offiziellen Schutzprogramm. Sie musste deshalb ihren Heimatstaat verlassen und lebt jetzt hier in Mexiko-Stadt. In Yanelis Heimatort herrschen bewaffnete Bürgerwehren, die selbst in Kriminalität und Drogenhandel verwickelt sind. Ihre Berichterstattung gefiel einer lokalen Bürgerwehr nicht. Immer wieder bedrohten sie Yaneli und ihre Familie, erzählt sie uns. Das war so schlimm, dass meine Mutter irgendwann meinte, komm bitte nicht mehr nach Hause, du bringst uns in Gefahr. Und auch der Vater meiner Kinder rief mich an, um mir zu sagen, dass er keinen Kontakt mehr will, dass ich auf meinem Handy alle Fotos und Nummern der Kinder löschen soll. Danach habe ich 1 Jahr und 8 Monate lang nichts mehr von ihnen gehört, weil ich Angst hatte und nicht wollte, dass ihnen wegen mir etwas zustößt. Vor 3 Jahren ist Yaneli nach Mexiko-Stadt geflohen und ins Schutzprogramm gekommen. Doch das läuft bald aus. Angeblich wollen die Behörden bis dahin für ein sicheres Umfeld sorgen. Trotz all dem lachst du ja noch. Du hast total viel Energie. Wie schaffst du das überhaupt in dieser Situation? Auf der einen Seite will ich unbedingt wieder nach Hause. Aber auf der anderen Seite will ich unbedingt am Leben bleiben. Und ich kenne Leute, die zurückgegangen sind, die sind jetzt tot. Und das macht mir große Angst. Aber ich frage mich auch, soll ich wirklich zurückgehen, nur um dann zu schweigen? Denn das ist eine der Optionen, die mir die Leute vom Schutzprogramm genannt haben. Zurückzugehen und meinen Mund zu halten. Wie würden wir uns an ihrer Stelle entscheiden? Für unseren Beruf und ein Leben in Angst? Oder würden wir verstummen, um in Sicherheit zu leben? Was ist der Preis für die Wahrheit? Wir sind noch einmal mit Carmen verabredet. Sie will uns etwas zeigen, was ihr Hoffnung macht. An ihrer täglichen Live-Sendung arbeiten viele junge JournalistInnen mit. Studierende, die einmal wie sie investigativ arbeiten wollen. Wenn wir sagen, dass wir Journalismus studieren, ist die Antwort immer, oh, das ist sehr gefährlich. Seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Aber wir sind von der Bedeutung des Journalismus und von der Bedeutung unserer Arbeit überzeugt. Und wenn der Journalismus bedroht ist, ist es umso wichtiger, weiterzumachen, zu kommunizieren, zu hinterfragen und zu recherchieren. In Mexiko-Stadt steigen die Studierendenzahlen. Hier wollen immer mehr junge Menschen JournalistInnen werden. Drohungen, Morden und Straffreiheit zum Trotz. Das, was wir jeden Tag tun, ist etwas, von dem wir glauben, dass es in einer Gesellschaft sehr wichtig ist. Wir glauben, dass Journalismus etwas ist, das verteidigt werden muss. Und der beste Weg, Journalismus zu verteidigen, besteht darin, ihn zu praktizieren, mit Engagement.
ihn konsequent, ernsthaft, engagiert auszuüben für das Publikum. Denn wir dienen der Gesellschaft. Das ist das, was uns antreibt. Und deshalb machen wir weiter. Sie machen weiter. Auch für jene KollegInnen, die wegen dieser Aufgabe sterben mussten. José Luis Gamboa. Alfonso Margarito Martínez Esquivel. Lourdes Maldonado López. Roberto Toledo. Eber López. Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz y Armando Linares.